Der 32. Verhandlungstag in der Angelegenheit von Dr. Rainer Füllmich vor dem Landgericht Göttingen. Den Zuschauern wurde heute bildhaft der Haftalltag eines Untersuchungsgefangenen vor Augen geführt, der sich seit nunmehr einem Jahr in Untersuchungshaft befindet und seit Juni dieses Jahres in Isolationshaft. Zur Erinnerung, es geht hier nicht um Mord oder Totschlag oder einen Terroristen, sondern um ein mutmaßliches Vermögensdelikt. Alle 4 Anwälte waren heute anwesend, um erneut Richtern und Staatsanwälten entgegenzutreten. Frau Henning, sehen Sie heute ein Urteil sich anbahnen und wenn ja, wie könnte es lauten? Also ich sehe nicht, dass wir schon zu einem Urteil kommen. Die Plädoyers sind ja noch gar nicht angefangen und ich glaube, die werden auch länger gehen als 1-2 Stunden. Da reden wir, glaube ich, eher von Tagen. Aber ich bin nach wie vor, ich hatte schon mal gesagt, ich wäre nicht überrascht, über egal was für ein Urteil, auch ein Danke, Herr Füllmich, Sie können gehen, würde ich tatsächlich für möglich halten. Ja. Herr Rechtsanwalt Simund, wird es heute zu einem Urteil kommen? Werden Sie heute schon plädieren? Nein, das werde ich auf gar keinen Fall tun. Warum so entschlossen? Ja, eins ist doch sicher. Wir haben noch sehr viele Dinge zu klären und darauf werden wir großen Wert legen, dass der ganzen Sache mal bitte auf den Grund gegangen wird und nicht nur an der Oberfläche gekratzt wird. Geht schon mit den gesellschaftsrechtlichen Themen los, aber ich glaube auch der Staatsschutz spielt hier eine nicht unerhebliche Rolle. Haben sich in den 3 Wochen Verhandlungspause neue Erkenntnisse aus den Akten ergeben? Also meine Erkenntnisse haben sich lediglich vertieft, weil ich ja auch das Plädoyer der Staatsanwaltschaft gut mitgeschrieben habe und ein wenig noch geguckt habe, was man da so dran findet, was die Herren so für richtig halten. Und ansonsten hat, glaube ich, auch unser lieber Mandant, sprich Dr. Rainer Füllmich, noch mal sehr, sehr tief gegraben und noch einige Dinge ans Tageslicht gefördert, die in den Tiefen der Akten zu finden sind. Insgesamt kann ich nur sagen, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg und wir werden sehen, dass das vielleicht eine überraschende Wendung heute nimmt. Frau Rechtsanwältin Wörmer, was bringen Sie heute noch aufs Tapet? Das will ich eigentlich noch gar nicht verraten, aber wir haben schon Beweisanträge vorab an das Gericht übermittelt, eine längere Stellungnahme des Mandanten und vielleicht haben wir auch noch ein bisschen mehr im Gepäck. Werden Sie den Spuren Ihres Angeklagten folgen oder dem auf den Grund gehen? Bezug nehmen wir jetzt auf das letzte Statement von ihm, das 1 Stunde dauerte. Es wimmelt ja nur so von Anklagen. Wir schauen mal. Also wir werden uns auf jeden Fall gleich noch mit ihm auch besprechen. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben noch ein bisschen was im Petto. Also der Angeklagte wird heute auch erstmal eine Erklärung abgeben, eine eigene. Er wird das zumindest versuchen. Wir hoffen, dass das genehmigt wird. Es geht unter anderem um die Haftbedingungen. Da gab es ja auch den Artikel in den französischen Medien vorletzte Woche, der dann letzte Woche auch auf Deutsch auf Laufpass erschienen ist. Und ich denke, das ist nicht menschenwürdig, was da im Moment mit dem Mandanten geschieht in der JVA. Und das werden wir hier auch vor Gericht zur Sprache bringen, weil sämtliche Anträge oder Schreiben, die ich an die JVA richte, an die Anstaltsleitung, bleiben bisher unbeantwortet und das seit Wochen und Monaten. Und deswegen denke ich, ist das jetzt eine Sache, über die das Gericht im Zweifel mal entscheiden müsste. Eine Haftprüfung oder vielleicht auch eine Haftprüfung in der Hinsicht, ob der Mandant überhaupt noch weiter haftfähig ist oder verhandlungsfähig ist, weil er ist doch mittlerweile sehr, sehr belastet durch die Vorkommnisse in der JVA aktuell. Also die Haftbedingungen tun hier vor Gericht sehr wohl was zur Sache, wenn ich das richtig verstehe. Also hat der Richter hier auch Einfluss auf die Haftbedingungen? Ja, in solchen extremen Fällen, wo wirklich so schlechte Haftbedingungen vorliegen und der Angeklagte im Endeffekt geradezu drangsaliert wird, persönlich aber auch durch die Isolation, die jetzt seit mehreren Monaten anhält. Jetzt ist er noch weiter belastet. Das wollen wir aber gleich erst im Gericht im Endeffekt zur Sprache bringen. Durch besondere Umstände, durch persönliche Drangsalierung, sag ich mal. Also ich kann mich dann natürlich auch immer nur auf die Schilderung meines Mandanten beziehen. Ich selbst bin natürlich nicht dabei. Ich kann das nicht aus eigener Anschauung beurteilen. Aber das, was er da aussagt, teilweise ist schon sehr heftig, finde ich. Ja. Und dann kann in solchen Ausnahmefällen auch das Gericht einschreiten. Da gibt es durchaus Möglichkeiten nach dem Strafvollzugsgesetz, dass das Gericht dann, die zuständige Kammer, auch eine Prüfung durchführen kann. Lieber Roman von Free People Germany, was sagen Sie zum Prozesstag? Also ich bin geschockt. Und zwar heute hat Dr. Rainer Füllmich ausgesagt über die Zustände in der JVA, wo er sitzt. Und das ist, also ich bin schockiert, denn dort wird er hat darüber gesprochen, dass da jemand vergewaltigt wurde von Justizmitarbeitern. Also das ist einfach der Wahnsinn. Ich bin geschockt. Ich bin auch total fertig gewesen. Ich habe geweint, weil das für mich
Es ist wie beim Film 1984, den ich mir mal irgendwann reingezogen habe. Also den habe ich konkret 2020 mir angeguckt. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt nochmal eine Steigerung. Ich kenne ja Walter Bebers Prozess. Dieses jetzt hier, also ich habe das Gefühl, die sind so unempathisch. Da ist sowas von einem Block vor mir. Aus meiner Sicht ist das, was da in der Haftanstalt passiert und was insbesondere mit ihm jetzt gemacht wird in seinem Umfeld, ist Psychoterror. Man versucht, diesen Mann ernsthaft zu brechen, indem man ihm jetzt auch noch jemanden in die Nachbarzelle steckt, der möglicherweise gar nicht in die Haftanstalt gehört, der sich durch, ja, ich sag mal, bestimmte Verhaltensweisen bemerkbar macht, die man nur noch als psychisch krankhaft bezeichnen kann nach den Beschreibungen unseres Mandanten. Ja, und am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass ich der Meinung bin, hier findet Folter statt, weil ich mir nämlich überlegt habe, was es bedeutet für einen Menschen, permanent untersucht zu werden, permanent in Handschellen und Fußfesseln durch die Gegend gekarrt zu werden, wobei es keinerlei Fluchtgefahr mehr gibt. Wobei es vor allen Dingen auch keine Befreiungsaktion mehr geben kann, denn er verzichtet ja freiwillig auf die Weste. Wenn jemand auf eine Schussweste verzichtet, heißt das doch, dass er nicht damit rechnet, dass in irgendeiner Weise ein Überfall auf seinen Transporter stattfinden wird. Das bedeutet also, ich kann die Transportbedingungen zumindest mal ganz erheblich erleichtern. Und die Frage, ob ich ihn weiterhin in Isolationshaft halten muss, halte ich ebenfalls für eine Foltermethode, weil es keinen Grund gibt, ihn von den anderen Gefangenen so zu trennen, dass er also auch wirklich räumlich und physisch tatsächlich keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen hat. Können Sie zusammenfassen, welche Anträge gestellt wurden, ob sie abgelehnt wurden, wie darüber beschieden wurde? Naja, wir haben weitere Anträge gestellt im Hinblick auf die Beweisfragen, die noch im Raum stehen, nämlich in erster Linie mal auch das, was ich als Beweisantrag gestellt habe, nämlich die Frage, ob es eine gesellschaftsrechtliche Grundlage noch gibt für diese Aufrechterhaltung der Behauptung, dass eine Gesellschaft weiter existiert, an die Geld gezahlt werden müsse. Da hat sich ja auch meine letzte Frage dran angeknüpft, nämlich die Frage, wann denn das Gericht endlich mal darüber entscheiden möchte, ob die Adhäsionsklage von Antonia Fischer und Justus Hoffmann weiterhin aufrechterhalten werden kann, weil aus meinem Beweisantrag geht klar hervor, dass es keine Gesellschaft mehr gibt. Das kann man auch in jeder BGH-Entscheidung dazu nachlesen. Ich wundere mich sowieso, warum die immer noch hier sitzen, aber es ist ganz klar, warum. Denn wenn das Gericht sagen würde, es gibt keine Gesellschaft mehr, bricht die Anklage in sich zusammen, die ja darauf basiert, dass das Geld von der Gesellschaft veruntreut worden sei, was natürlich nicht der Fall ist. Eine ergänzende Frage dazu. Frank Rosenbach vertritt ja 2 Spender. Wie kommt es, dass er heute nicht da war und die letzten Male? Ja, der eine Spender hat seine Klage zurückgezogen, wenn ich das richtig weiß. Und bei dem anderen wurde entschieden, dass er als Adhäsionskläger nicht zugelassen wird. Ich habe mich auch darüber gewundert, warum er so spät nicht zugelassen wird. Aber da gibt es auch einen Grund, den ich mir einfach mal plausibilisiere. Und zwar der hat das letzte Mal sehr, sehr schön und sehr gut für unseren Mandanten gesprochen. Und jemand, der auf der Seite unseres Mandanten steht, hat im Gerichtssaal nichts verloren. Deswegen muss man ihn so schnell wie möglich ausschließen. Herr Dr. Misery, Sie haben heute einen Antrag auf Überprüfung gestellt, inwieweit Ihr Mandant haftfähig und verhandlungsfähig ist. Wie wurde darauf reagiert? Ja, zunächst wollte der Vorsitzende, hatte diesen Antrag anscheinend nicht ganz verstanden, weil ich eben auch die Aussetzung der Hauptverhandlung beantragt hatte, um das zu überprüfen zu lassen. Dann hat ihn wohl der Beisitzende Richter darauf aufmerksam gemacht, dass da noch ein Antrag in der Welt ist. Und er wollte irgendwie wieder die Beweisaufnahme schließen, was da eben gar nicht passte zu. Und dann hat er sich zurückgezogen, hat erstmal anordnen wollen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Dann habe ich einen Beschluss beantragt dazu von der Kammer. Und dann kam er heraus und sagte, die Hauptverhandlung würde unterbrochen, um über diesen Antrag zu beraten. Und vielleicht wird auch am Freitag kein Termin stattfinden, weil man einfach das natürlich gutachterlich prüfen lassen muss. Ich kenne jetzt den Dr. Füllmich auch. Ich sage jetzt nicht, der ist völlig daneben oder sonst was, aber man sieht eben, dass diese ganzen Sachen, die der auch heute vorgetragen haben, ihn so mitnehmen. Auch, dass er zum Beispiel damals zur Beerdigung seiner Mutter nicht durfte, ja, oder nur in Handschellen und so, was er natürlich abgelehnt hat. Das sind alles so Dinge, die nehmen einen ja mit. Und der hat ja Sachen geschildert, die sind ja außerhalb dessen, was man sich so vorstellen kann. Könnten Sie da einige Beispiele vielleicht schildern, nachdem Füllmich ja jetzt leider nicht zu Wort kommen kann? Ja, dass er zum Beispiel hierhin gefahren wird mit maschinenbewaffneten Polizeibeamten, die das selber nicht verstehen, so eine schutzsichere Weste anziehen und man sagt ihm, wenn da ein Schuss daneben geht, also wenn er das nicht unterschreibt, wenn er die nicht anzieht, dann muss er unterschreiben, dass es auch passieren kann, dass er erschossen wird versehentlich. Das sind ja alles Sachen, die passen nicht zum Vermögensdelikt. Deswegen jeder, der behauptet, das hier sei ein normales Wirtschaftsstrafverfahren, hat keine Ahnung.
Ne? Er hat noch nicht mal die Ahnung eines Studenten. Das ist kein normales Wirtschaftsstrafverfahren. Ich habe Mandanten gehabt, die sind aus Sizilien nicht ausgeliefert worden für 64 Millionen. Für 700.000 holt jemand aus Mexiko. Niemand, den ich kenne. Ich habe jetzt 2 angeklagt, also ich kann natürlich nur einen vertreten. Die haben die Kreissparkasse um 500.000 Euro betrogen und bei Corona-Hilfen 240.000. Die waren dann munter durch die Welt. Das ist völlig unfassbar, dass man hier so tut, als wenn das ein Schwerverbrecher ist. Ich habe Terrorismusprozesse, unter anderem den Attentäter damals auf die Oberbürgermeisterin mitvertreten. Ich habe so einen im Ruanda-Prozess, da wurden die Angeklagten besser behandelt als er hier. Ja, und die wurden auch nicht so, also hier mit Fußfesseln hintransportiert zu werden. Das habe ich ein einziges Mal erlebt am Landgericht Mannheim. Es kam aber dann noch hinzu, da waren dann Leute, die von 2 Rockerclubs, die waren gleichzeitig angeklagt und die waren sich nicht mehr freundlich gesinnt. Da hat man das aus Schutzmaßnahmen in der Hauptverhandlung gemacht. Aber das hier, dass so ein Anwalt, der profilierter Anwalt war und sich nur für Leute eingesetzt hat, hier mit Fußfesseln hinkommen muss und mit Handschellen, ist eben ein politisch motiviertes Verfahren, wo man ihn eben fertig machen will, dafür, dass er eben sich staatskritisch in den Corona-Zeiten geäußert hat. Darum geht's. Es geht um gar nichts anderes. Deswegen hat man ja auch diesen Vorwurf konstruiert und irgendwie probiert, ihn aufrechtzuerhalten. Und das soll so ein bisschen zeigen, wenn nochmal sowas ist, nur ja, haltet euch da raus und macht nicht nochmal sowas. Inwieweit spielen die Haftbedingungen im Rahmen dieses Verfahrens eine Rolle? Sie haben die Strafzumessung ins Spiel gebracht. Weil ich sage jetzt mal, jetzt kommt jemand aus dem Land, der die Sprache gar nicht versteht, da sind natürlich die Haftbedingungen für den schwieriger. Dann wird das immer anerkannt als Strafzumessungsgrund, dass er eben schon eine gewisse Zeit in der Untersuchungshaft war und dass diese Untersuchungshaft für ihn zum Beispiel schwieriger ist, weil, ich sage jetzt mal, niemand dort Serbokroatisch spricht als Beispiel. Ja, er kann sich mit keinem verständigen und so. Und bei solchen Dingen ist es halt so, dass man dann, dass in der Strafzumessung wird die Strafe dann reduziert. Und die Haftbedingungen, wenn die hier so waren, wie der Dr. Füllmich geschildert hat, sind natürlich auch zu beurteilen. Was noch dazu kommt, ist, diesen Antrag werde ich noch stellen, da werde ich den Professor Bernd Schünemann als sachverständigen Zeugen laden wollen, dass diese ganze Entführungsaktion nicht nach internationalem Recht gelaufen ist auch ein Aspekt, der zumindest, der Professor Schünemann vertritt die These, ist ein Verfahrenshindernis, aber zumindest in der Strafzumessung zu berücksichtigen ist. Er lädt ohne Arg, geht er zur Botschaft und wird da einfach zum Flughafen gebracht und der Flug wird von der Bundesregierung bezahlt. Das ist ja kein internationales Recht. Also Sie sagen, formrechtlich handelt es sich hier um eine Entführung. Entführung in diesem staatsrechtlichen Sinne, dass man seine diplomatischen Beziehungen, das sind ja keine juristischen Beziehungen mehr dann, sondern diplomatische Beziehungen ausnutzt, dass die anderen sagen, okay, wir machen euch so eine Abschiebungsverfügung, jetzt nimmt den mal einfach. Der hätte ja auch dort normalerweise rechtlich angehört werden müssen und er hätte gegen diese Abstimmung vorgehen können mit Anwälten. Das ist ihm ja verwehrt worden. Man hat ihn ja nicht, die Mexikaner haben ihn nicht zum Flughafen begleitet, sondern BKA-Beamte. Dann ist er in ein Flugzeug reingefrachtet worden. Wenn das keine Entführung ist, dann war die es auch nicht. Sie haben schon Strafanzeigen angekündigt. Glauben Sie, dass diese Strafanzeigen den Richter irgendwie zu einem Kurswechsel bewegen könnten? Zumindest hat er Ihrem Antrag heute stattgegeben. Der Richter weiß, dass ich das nicht nur sage, sondern dass wir natürlich solche Strafanzeigen auch schon im Petto haben. Und diese Strafanzeige muss meines Erachtens auch nicht hier irgendwie in der Staatsanwaltschaft Göttingen so gehen, die muss an die Bundesanwaltschaft gehen. Sehen Sie eigentlich Parallelen zum Ballweg-Prozess, dem ja auch nicht nur Steuerhinterziehung, sondern versuchter Betrug vorgeworfen wird? Es gibt sicherlich Parallelen, weil man eben da auch nochmal nachkartet und eben, weil der erste Versuch nicht so ganz gelungen ist, ihn dann nochmal wieder zwingen will. Das sind eben Schauprozesse, um den Leuten zu zeigen, wer sich da profiliert, wer da mitmacht, kann strafrechtlich verfolgt werden. Frau Rechtsanwältin Wörmer, heute hat die Öffentlichkeit an dem Schicksal Ihres Mandanten teilhaben können, worin er die Haftbedingungen geschildert hat, die ziemlich tragisch waren und einige Zuschauer auch zu Tränen gerührt hat. Glauben Sie, dass die Kammer das bewegt hat oder wie haben Sie die Kammer vernommen? Ja, also die Kammer hat sich das erstmal wie immer recht unbewegt angehört. Also natürlich ist es auch so, dass Rainer Füllmich als Rechtsanwalt das Ganze dann vielleicht in dem Moment auch etwas sachlicher schildert, als das zum Beispiel in diesem Artikel, der erschienen ist, da zu den Haftbedingungen beschrieben worden war, wo er ja auch im Endeffekt interviewt worden ist. Und
Gerade diese Ereignisse, die seine Mithäftlinge betreffen, die er geschildert hat, die haben ihm dann aber doch die Stimme versagen lassen. Da hat er ja selber dann auch innehalten müssen und konnte einmal nicht weiterreden, als er das zu dem Häftling Amazai geschildert hatte. Und ja, also ich glaube, die Kammer, der Vorsitzende hatte ja dann irgendwie automatisch gesagt, so, wir schließen dann die Beweisaufnahme und wollte dann irgendwie weitermachen und hören, ob die Staatsanwaltschaft irgendwie was an ihrem Plädoyer ändern möchte. Und wir sollten dann im Endeffekt mehr oder weniger, denke ich, plädieren, weil ja noch 2 Stunden Zeit gewesen wären. Und dann hat der Kollege Miseré halt nochmal das Wort ergriffen. Es war ja auch sein Antrag, den er da gestellt hatte zur Überprüfung der Haftfähigkeit und der Verhandlungsfähigkeit von Rainer Füllmich aufgrund der unmenschlichen Haftbedingungen. Und ja, er hat dann gesagt, also, dass das nicht akzeptabel ist. Das müsste jetzt entschieden werden. Ich glaube, er hat ja selber gerade im Interview auch schon was dazu gesagt. Und er hatte ja auch den Antrag gestellt auf Aussetzung der Hauptverhandlung. Und erst als er dann im Endeffekt tatsächlich damit drohte, dass eine Strafanzeige bereits gefertigt sei, das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Der Vorsitzende hat dann leicht die Gesichtsfarbe, meine ich, gewechselt und ich weiß nicht, ob es dann daran gelegen hat oder ob es wirklich daran gelegen hat, dass ihm aufgefallen ist, dass er die Beweisaufnahme an der Stelle dann doch nicht hätte einfach schließen dürfen. Auf jeden Fall haben sich die Richter ja dann nochmal zur Beratung zurückgezogen, was dann auch etwas länger gedauert hat. Und letztlich hat er dann für heute die Hauptverhandlung beendet und den Termin am Freitag, der eigentlich terminiert war, in Frage gestellt auch und hat die Hauptverhandlung, also dass die ausgesetzt wird, das macht er ja immer so. Also das ist einfach das Wording, das Juristische, dass man dann sagt, die Hauptverhandlung wird ausgesetzt am Ende eines Verhandlungstages und ist fortgesetzt am Freitag, den 18. Oktober, hat er auch so gesagt. Aber er hat schon dazu gesagt, falls sie denn stattfindet. Also der Kammer ist jetzt offensichtlich klar oder dem Vorsitzenden ist klar, dass zuerst darüber zu entscheiden ist, ob diese unmenschlichen Haftbedingungen so aufrechterhalten werden können und vor allen Dingen, ob Rainer Füllmich im Moment noch aufgrund dieser äußeren Umstände verhandlungsfähig ist. Er hat ja auch geschildert, dass er da überhaupt nicht mehr in den Schlaf kommt aufgrund des neuen schwer gestörten Zellennachbars und ja, einiger andere Dinge, wo er halt wirklich unmenschlich drangsaliert wird, vor allen Dingen unmenschlich für ein reines Vermögensdelikt. Er ist ja kein Gewalttäter. Ja. Apropos unmenschlich, da ruft sich gerade mir eine Skizze in Erinnerung, die in einem Artikel auch mit abgedruckt wurde, wo ihr Mandant kniend auf einem Stuhl gezeigt wird. Inwieweit ist das notwendig, um ihn die Fußfesseln anzubringen? Dieses eigentlich nur für Häftlinge, die irgendwie Gewaltstraftaten begangen haben. Dieses Prozedere wird natürlich deswegen so gemacht, dass sich die Häftlinge hinknien müssen und die Fußfesseln von hinten angelegt und abgemacht werden, damit man zum Beispiel nicht, wenn der Häftling jetzt sitzen würde, könnte er das Knie hochheben und mit dem Knie unter das Kinn schlagen, den Justizvollzugsbeamten. Und das wäre vielleicht bei Gewaltstraftätern, die sich möglicherweise auch nicht immer so richtig im Griff haben, durchaus zu erwarten. Es ist wahrscheinlich auch schon vorgekommen und deswegen wird es halt auf diese Art und Weise gemacht. Das jetzt bei einem Rechtsanwalt zu machen, der noch nie auffällig war und der auch jetzt hier in der Untersuchungshaft nicht einmal gewalttätig geworden ist, nicht im Ansatz. Er ist, wenn nur verbal, sehr eloquent und kann sich sehr gut wehren. Und das ist offensichtlich das, was ihnen da Angst macht. Denn er wird ja aufgrund also er darf nicht mit den anderen Häftlingen reden, er darf sie nicht rechtlich beraten. Das ist das, was denen da Angst macht. Er würde die angeblich aufrühren, indem er ihnen da irgendwie rechtliche Tipps gibt. Und er hat ja diesen einen Häftling, wo er sehr bewegend geschildert hat, dass der da zusammengeschlagen ist und möglicherweise sogar missbraucht wurde. Wo Rainer Füllmich dann selber auch die Stimme weggeblieben ist. Da hat er ja im Endeffekt rechtliche Beratung auch gemacht hinsichtlich dieses Falles. Das hat er auch ausgeführt. Und aufgrund dessen ist dieser Häftling ja wohl auch drakonischen Strafmaßnahmen unterzogen worden, nur wenn er Rainer Füllmich mal gegrüßt hat auf seinem Hofgang. Er muss ja auch seine Hofgänge mittlerweile alleine machen, die einstündigen. Und wenn dann ein anderer Häftling am Fenster steht und nur winkt oder Hallo sagt oder man sich kurz was zischt, das ist dann schon, führt dazu, dass derjenige dann auch einen Tag Isolationshaft bekommt oder kein Essen sich kaufen kann oder was auch immer. Also unfassbar im Endeffekt, dass sowas hier in deutschen Gefängnissen umgesetzt wird. Ja. Ihr Mandant sitzt hier schon fast seit einem Jahr in U-Haft. Es gilt ja der Grundsatz in dubio pro reo. Inwieweit ist das noch rechtens bzw. verhältnismäßig, wenn 6 Monate gesetzlich nicht überschritten werden sollten?
Es ist jetzt hier so, dass die Hauptverhandlung, die ist ja doch relativ schnell eröffnet worden. Also anders zum Beispiel als im Moment, als bei einigen Ärzten, die wegen Maskenattesten etc. zum Beispiel auch in U-Haft waren. Oder auch bei der sogenannten Prinz-Reuß-Gruppe, die erst nach über einem Jahr überhaupt eine Anklage erhalten haben. Also bei Rainer Füllmich ging das relativ schnell. Die Anklage war ja innerhalb eines Monats da. Und dann wurde das Hauptsacheverfahren auch am 2. Februar direkt eröffnet. Da hat man sich also beeilt. Aber während dann die Hauptverhandlung läuft, ist diese Frist von 6 Monaten erstmal ausgesetzt bis zum Ende der Hauptverhandlung. Und das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft stellen sich ja eindeutig auf den Standpunkt, dass hier die Verteidigung im Moment das Verfahren verschleppt und deswegen natürlich auch die Untersuchungshaft immer länger dauert. Weil solange die Hauptverhandlung dauert, wir stellen ja durchgehend immer wieder neue Haftprüfungsanträge, die werden immer mit der gleichen Begründung abgelehnt. Wir haben am Anfang auch mal Haftbeschwerde dann an das OLG gestellt. Das hat aber wenig Sinn, weil das OLG ist noch restriktiver, haben wir gemerkt, als das Landgericht hier. Also wir werden damit nicht durchdringen. Solange die Hauptverhandlung läuft, wird Rainer Füllmich nicht in Freiheit kommen. Das ist völlig klar. Sie wollen die Hauptverhandlung durchführen. Und es gibt ja einmal den Haftgrund der Flucht. Das begründen sie ganz einfach damit, dass sich die Ehefrau unbekannten Aufenthaltes im Ausland aufhält und dass er auch sonst hier keinen Wohnsitz angemeldet hat oder keine Familie hat in dem Sinne. Sein Büro ist aufgelöst. Also wie auch immer, man geht einfach davon aus, ob das jetzt der einzige Grund ist, ob es was ändern würde, wenn die Ehefrau hier ist, das ist dann halt noch dahingestellt. Aber man geht einfach davon aus, einmal Fluchtgefahr. Obwohl er natürlich auch keinen Reisepass, keinen Personalausweis hat etc. Aber man will halt auch, und man sagt andererseits auch die Schwere der Tat und die Wahrscheinlichkeit, dass er verurteilt wird. Also man sagt, er wird sowieso verurteilt, also werden wir ihn jetzt auch nicht freilassen. Und die Staatsanwaltschaft hat ja auch in ihrem sehr kurzen Plädoyer eine Verurteilung einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten unter Aufrechterhaltung des Haftbefehls beantragt. Also die Untersuchungshaft wäre anzurechnen, vor allen Dingen auch die schweren Haftbedingungen. Das hat der Kollege heute ausgeführt. Auch möglicherweise diese Verschleppung oder Entführung in Anführungsstrichen oder man muss es noch nicht mal in Anführungsstriche setzen aus Mexiko hierhin, das ja weder eine Abschiebung noch eine Auslieferung war im richtigen Sinne. Auch das wäre strafzumessungsrelevant oder würde sogar ein Verfahrenshindernis darstellen unserer rechtlichen Auffassung nach. Das Gericht sagt ja, auch das ist irgendwie irrelevant, das würde sie nicht interessieren. Und im Moment müssen wir leider davon ausgehen, dass auch bei einer Verurteilung der Haftbefehl aufrechterhalten bleibt. Und selbst wenn wir Rechtsmittel, also Revision einlegen, dass Rainer Füllmich sich dann direkt von der Untersuchungshaft in die Strafhaft begibt. Und insofern wollen wir als Verteidigung natürlich möglichst viel noch hier geprüft kriegen in der ersten Instanz. Und wenn man uns dann vorwirft, das ist Verschleppung, weil wir noch weitere Beweisanträge stellen, das kann man tun. Das ist aber eine sehr oberflächliche und sehr einseitige Einschätzung meines Erachtens, weil wir wären schon lange durch, auch mit unserem Beweisprogramm, wenn zum Beispiel am 3.5. nicht von Amts wegen die Beweisaufnahme geschlossen worden wäre, sondern wenn von Amts wegen die Zeugen, die ja auch in der Anklageschrift genannt wurden und auch im Eröffnungsbeschluss des Gerichtes, wenn die einfach weiter vernommen worden wären, dann hätten wir eine vollständige Sachverhaltsaufklärung gehabt, wären jetzt sicherlich fertig, hätten schon plädiert und dann wäre diese erste Instanz auch zu Ende. Also ich würde sagen, was auch ganz wichtig heute ist, was wir hier alle miterlebt haben, ich glaube, wir waren alle wirklich bewegt, viele hatten Tränen in den Augen und es gab auch einen Moment, wo der Rainer selber richtig bewegt war, der musste fast weinen und man merkt, dass er hat anderen Leuten geholfen in der Haft und die wurden fertig gemacht vor seinen Augen. Das ging bis hin zu Vergewaltigungen, Vorwürfen, was die sagten, in der Zelle eingesperrt, verprügelt, das hat er ja wohl mitbekommen. Und auch, dass jemand, das kann man alles gar nicht so sagen, bis Schädelverletzungen und so weiter, die geführt wurden, wo wohl andere Häftlinge angesetzt wurden, die fertig zu machen, wo Rainer helfen wollte und geholfen hat. Und das muss der Rainer alles miterleben. Das hat ihn natürlich, glaube ich, ihn selbst so verletzt innerlich, das hat man eben auch gespürt. Und so eine Haftbedingung, das ist ja, eben sagte eine Dame zumindest, ja eine Folter hier, wenn man den nachts nicht schlafen lässt, weil da bewusst einer da die ganze Nacht gegen die Wand hämmert und so.
dass der überhaupt noch so geblieben ist und das noch so sagen konnte. Es war so wichtig für uns, dass das heute mal zugelassen wurde. Es wurde ja sonst gar nichts zugelassen die letzten Monate und das hat der Christoph Misery gut durchgesetzt mit seinen Anträgen. Und das war, finde ich, eine richtig starke Verteidigung heute und die hat uns alle emotional berührt und auch auf der Sachebene. Und so gehen wir in die richtige Richtung, damit das hier alles ans Licht kommt. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich hoffe, dass das mal in die Öffentlichkeit endlich kommt, was wirklich in unseren Gefängnissen passiert. Ich bin entsetzt, ich bin wirklich entsetzt, was da berichtet wurde. Ich war immer noch im guten Glauben, in Deutschland gibt es das nicht. Und ich kann es immer noch nicht glauben und fassen. Und was dieser Mann mitmacht, auch mit dem, was um ihn passiert. Ich weiß nicht, er hat immer noch die Stärke, aber heute habe ich gemerkt, dass es ihm doch nachweislich wirklich zusetzt. Und dass das hier passiert, das müsste wirklich in jede Zeitung, aber wir kennen ja die Medien. Es gibt ja eine Initiative, offener Brief, der beinhaltet sofortige Freilassung von Rainer Füllmich. Und da kann einfach jeder kann sich da beteiligen. Eine Unterschrift kostet nichts und nimmt nur 1 Minute in Anspruch. Und das haben mittlerweile über 11.000 Menschen unterschrieben. Das ist wirklich sehr stark. Lasst uns alle zusammenhalten für die sofortige Freilassung von Rainer Füllmich. Vielen Dank.